Herzlich willkommen zum Trade Scanner Tag. Heute ist Carsten Berger zu Gast, worüber ich mich besonders freue. Er wird euch die Perlentaucher-Strategie vorstellen, die ihr hier ganz oben auf der Seite findet. Und da einige von euch bezüglich des Rabatts, den ihr über mich bekommt, schon nachgefragt hat, Mensch, wie läuft denn das genau? Es ist völlig egal, welche Strategie ihr tatsächlich ausprobieren wollt von dieser Seite oder aber auch von welchem Trader ihr etwas ausprobieren wollt. Ihr bekommt den Rabatt jedes Mal. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die Perlentaucher-Strategie ausprobieren möchtet und dann auf die Seite geht mit Read More, dann öffnet sich die folgende Seite. Hier seht ihr nochmal Perlentaucher Trading Strategie. Dann ganz nach unten scrollt. Dann findet ihr irgendwo bei hier, dann kommt ihr auf die nächste Seite und wenn ihr dann bei Sie haben einen Gutschein meinen Namen eingebt, dann wird sofort ein Abzug fällig, wird auch sofort ausgewiesen und dieser Abzug bezieht sich auf alle Laufzeiten, wie ihr hier seht. Und auch wenn diese Laufzeit abgelaufen ist, ist der Rabatt nach wie vor gültig. Ihr könnt das also immer wieder aufs Neue nutzen. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und nun gebe ich ab an Carsten und wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen und vielen Dank für die Möglichkeit, meine Art zu traden hier auch mal vorstellen zu dürfen. Für mich war es immer ein großer Wunsch, mein Trading so auszuüben, dass es sehr strategisch und strukturiert aufgebaut ist und dabei noch möglichst wenig Zeit kostet. Durch den Trade Scanner, der meine Perlentaucher-Strategie umgesetzt hat, ist mir dieser Wunsch erfüllt worden. Ich möchte euch jetzt in diesem Video zeigen, wie meine Strategie mit dem Trade Scanner funktioniert. Dazu erst ein paar Folien und dann aus dem Trade Scanner. Ihr kennt das sicherlich auch, dass immer täglich die gleichen Fragen auftauchen. Und diese Fragen wollte ich endlich mal für mich geklärt haben und mir sie halt nicht immer wieder stellen müssen. Das ist ja nervig, wenn ich das jeden Tag immer wieder gleich machen muss. Und diese Fragen sind zum Beispiel, welche Märkte sind stark und welche sind schwach? Das könnte ja eine Rolle spielen. Wann steigt und wann fällt der Markt? Auch das ist relevant. Welche Strategie sollte ich eigentlich handeln, wenn der Markt sich in einer bestimmten Phase befindet? Wenn ich ein Umkehrsignal habe, wäre das doch gut. Und wie frisch ist dieses oder ist dieses schon etwas älter? Und welche Positionsgröße ist passend zu dem angehenden Risiko? Und worauf sollte ich achten? Was habe ich als nächstes zu tun? Und deshalb schauen wir mal in den Trade Scanner, dann kann ich euch gleich Schritt für Schritt zeigen, wie meine Strategie funktioniert. Wie ist also meine Strategie aufgebaut? Es handelt sich um einen klassischen Top-Down-Ansatz, bei dem ich die Märkte nach Out- und Underperformance vergleiche. Das ist zum Beispiel nichts anderes, als zu schauen, welcher Index steigt mehr als der andere. Genauso mache ich das bei den Branchen und bei den Aktien. Also zuerst die Indizes, hauptsächlich USA und Deutschland, dann vergleiche ich die Branchen und dann die Aktien. Dieses Vorgehen dient mir als eine Art Filter, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Damit das auch Struktur hat, wird das alles automatisch berechnet und erhält am Ende eine Zahl, den sogenannten Rank. Bedeutet, je höher die Zahl, desto stärker der Markt oder die Aktie. Nun checkt das System noch die zwei Möglichkeiten der chartrelevanten Einstiege, die ich euch gleich noch zeigen werde. Ganz kurz zeige ich euch mal, warum es sehr wichtig ist, darauf zu achten, welcher Markt gut und welcher schlecht läuft. Oben sehen wir den S&P 500 ETF, der sehr trendisch steigend verläuft. Unten dagegen den DAX, der eher seitwärts läuft. Hier bei den Branchen ist das gleiche Spiel. Oben die Communication-Branche, die stark aufwärts läuft. Unten die Konsumerwerte, die eher seitwärts bis abwärts laufen.
Wenn wir das jetzt weiterspinnen, dann ist das im Endeffekt genauso bei den Aktien. Ich kann bei Alphabet sehen, dass der Wert stark steigt, während ich bei Netflix vielleicht die falsche Aktie greife, die eher seitwärts läuft bzw. abwärts. Es macht also einen gravierenden Unterschied, worauf ich setze. Während der Scanner im Hintergrund genau nach diesen besseren Formationen sucht, hat er auch noch die Suche nach wiederkehrenden Situationen im Markt, in der Charttechnik. Und zwar ist es hier als Dynamik, hier grün dargestellt, und die Korrektur rot dargestellt. Und die Umkehr mittels eines blauen Quadrates verdeutlicht. Es gibt also zwei Formen der Korrektur. Erstens über den Preis, das heißt der Kurs korrigiert. Zweitens über die Zeit. In diesem Fall läuft der Kurs seitwärts. Ich steige also am möglichen Ende einer Korrektur ein. Danach sucht der Computer automatisch. Ich bin froh, dass ich mir nicht unzählige Charts dafür anschauen muss. Ein klares Setup für die Strategie ist natürlich enorm wichtig und immer wieder gleich zu handeln und das Traden einfach und wiederholbar zu machen. Ganz einfach. Einstieg über dem Hoch der Signalkerze, Stopp, also Verlustbegrenzungsstopp, unter dem Tief vor dem Signal. Zielbereich für einen möglichen Teilverkauf ist das letzte Hoch. Erinnert ihr euch noch an die 6 Fragen vom Anfang? Die werde ich jetzt beantworten und anhand des Tools, was ich täglich verwende. Kommen wir also zur ersten Frage. Ganz einfach, welche Märkte sind stark und welche sind schwach? Die Starken stehen oben in der Tabelle und nach unten hin werden sie immer schwächer. Starke sind im Endeffekt Outperformer und schwache sind die sogenannten Underperformer. Die Starken möchte ich eher auf der Seite der steigenden Kurse handeln, während ich die Schwachen eher auf fallende Kurse handeln würde. Kommen wir zur zweiten Frage. Wann steigt und wann fällt der Markt? Natürlich könnte ich mir einen Chart ansehen, aber letztendlich kann ich mir das auch einfacher machen, indem ich einfach schaue, wo der Trend anhand des Pfeils hin zeigt. Das ist ja eindeutig. Das heißt, der Pfeil zeigt nach oben, dann tendiert es nach oben. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, dann tendiert es nach unten. Dieses Video hat dir weitergeholfen? Dann freuen wir uns jetzt über deine Hilfe, indem du den Daumen hoch anklickst, den Kanal abonnierst, tolle Kommentare dalässt und den Thanks-Button nutzt. Vielen Dank. Kommen wir zur dritten Frage und ich glaube, dass das eine der spannendsten Fragen überhaupt ist. Wann liegt ein Umkehrsignal vor? Eine spannende Frage, wo man immer weiß, wann habe ich eigentlich ein Umkehrsignal? Und ich kann euch beruhigen, wir haben keine Glaskugel, aber es gibt halt immer die gleichen Situationen im Markt, aus der wir abgeleitet haben, dass diese ja auch häufiger vorkommen. Und deshalb hat unser Algorithmus berechnet, wie dieses zu erkennen ist. Und die Erkennung dieser Umkehr erfolgt mittels einer Zahl. Was sagt uns diese Zahl an? Gleichzeitig wird also berechnet, wie lange die letzte Umkehr her ist. So weiß ich praktischerweise, ob ich früh oder schon spät dran bin mit meinem Einstieg in einen möglichen Trade. Keine unwichtige Sache, weil das Timing in den Märkten eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Die vierte Frage ist nicht minder interessant, denn hier geht es darum, welche Strategie sollte ich eigentlich anwenden. Da meine ich jetzt nicht speziell, welche Trading-Strategie im Detail, sondern da geht es eigentlich mehr darum, sollte ich grundlegend eine trendfolgende Strategie in die Long-Richtung oder zum Beispiel eine trendfolgende Strategie in die Short-Richtung befolgen? Oder ist der Markt momentan neutral? Oder kann ich optimalerweise gegen den Trend handeln, in die Long-Richtung oder gegen den Trend Short? Das hat auch noch den Hintergrund, weil wir Optionsstrategien auch anbieten und dafür ist ja immer die Einschätzung einer fertigen Strategie, eine Richtung, in welche Richtung die Strategie geht, dafür entscheidend, welche Optionsstrategie ich dann im Speziellen auswähle.
Und das gilt natürlich auch für die Aktien, sodass das Perlentaucherprogramm hier 4 Strategien anbietet, 2 trendfolgende und 2 gegen den Trend. Und auch das beantwortet das Tool im Endeffekt mit der Anzeige im Score. Und wenn ich auf die entsprechende Branche zum Beispiel klicke, dann werden mir die anwendbaren Strategien passend dazu zum Score angezeigt, in dem Fall Trend-Long-Strategien. Kommen wir zur nächsten Frage, die nicht minder interessant ist, und zwar, welche Positionsgröße ist passend zum Risiko? Könnte es vielleicht Sinn machen, dass es sinnvoll ist, wenn der Markt schon viel zu lange oder mehrere Tage steigt, dass ich da weniger einsetze, als wenn der Markt gerade erst anzieht aus der Korrektur heraus? Und wie kann ich das mir von oben im Endeffekt wie ein Berater anzeigen lassen? Dazu haben wir die Positions-Spalte in der Tabelle eingefügt, was bedeutet, dass ein grünes Feld zum Beispiel 30% der üblichen Positionsgröße pro Trade einzusetzen wäre. Wenn 2 Felder sind 60%, wenn 3 100%. Das kann man natürlich individuell skalieren für sich jeder selbst. Aber das heißt, dass das System prüft, ob wir schon etwas spät im Markt sind oder vielleicht noch eher rechtzeitig und da vielleicht mehr riskieren könnten. Kein Bauchgefühl mehr, sondern systematisches Denken. Wie ein unabhängiger Berater, der an deiner Seite steht. So, jetzt kommen wir zur letzten Frage, die im Endeffekt beantwortet, worauf sollte ich achten? Das ist hier in der Action-Spalte zu finden. Und das bedeutet letztendlich zum Beispiel hier das Stoppschild. Habt ihr Positionen aus dem Bereich dieser Branche gekauft, so schaut euch den Aktienchart genauer an und zieht den Stop zum Beispiel eher heran. Das könnte es bedeuten. Für diejenigen, die noch keine Position haben, bedeutet dieses Stoppzeichen, der Markt befindet sich gerade in so einer schwierigen Phase. Sei vorsichtig, der könnte demnächst drehen. Ja, also je nachdem, welche Position ihr zurzeit innehabt, Trade-Sucher oder Trade-Verwalter. Und die Lupe gibt den Hinweis, in dieser Branche macht es vielleicht Sinn, nach Aktientrades in die entsprechende Richtung oder Optionstrades zu suchen. Also eine praktische Herangehensweise, um darauf zu fokussieren, was zu tun ist. Alles in allem hilft mir der Trade-Scanner bei der Umsetzung meiner professionellen Strategie und automatisiert die komplexen Filterfunktionen auf das Wesentliche. Die Suchfunktionen müsste ich sonst alle manuell durchgehen. Ich kriege also schnell mit, wie der Markt tickt und welche Branche ich mir mal näher anschauen sollte. Mit etwas Übung könnt ihr in 5 Minuten wissen, was im Markt oder der Branche los ist und gezielt nach passenden Aktien suchen. Kleiner Hinweis, das geht natürlich auch mit Optionen, was ich hier aber jetzt nicht zeige. Vorhin habe ich erwähnt, dass ich zeigen werde, wie es aussieht, wenn man auf die Strategie klickt. Dann öffnet sich der Scanner, der dann die Aktien nach dem Rang sortiert anzeigt. Der Rang bedeutet, dass zum Beispiel 89% der Aktien aus dieser Branche schlechter performen als diese hier. Jetzt kann ich von oben nach unten vorgehen und mir einen Trade aussuchen, indem ich darauf klicke und mir den Chart und weitere Infos anzeigen lasse. Klicke ich auf dieses Symbol der Aktie, dann erscheint jetzt folgende Information, die ich jetzt hier mal so zusammengestellt habe. Jetzt öffnet sich quasi der Trade-Vorschlag, der hier auszugsweise von mir dargestellt wird. Der Chart mit Einstieg, Stopp und Ziel. Zweitens Information zum Trade, Einstieg, Stopp und Ziel in Zahlen sowie die Backtesting-Zahlen zu dieser Aktie. Drittens Aktieninfo und Datum der Geschäftszahlen. Viertens Fundamentalauswertung per Algorithmus mit dem Ergebnis A ist super und F ist weniger gut. So, ihr habt nun einen Einblick bekommen, wie ich trade, diese Art vereinfacht, strukturiert auf das Wesentliche reduziert zu sein,
Wenn das euch neugierig gemacht haben sollte, dann testet das einfach mal 4 Wochen und nehmt auch an unseren regelmäßigen wöchentlichen Meetings teil. Ihr seht, wie strukturiert und zeitsparend ihr nach Aktientrades suchen könnt. Wenn ihr meine Strategie mit dem Tradescanner testen wollt, dann könnt ihr euch mit dem QR-Code registrieren und ihr bekommt von mir eine Nachricht zu einem gemeinsamen Online-Meeting zur Einweisung in den Tradescanner. Ich glaube, besser geht das ja nicht. Einfach mal probieren und ihr habt denselben Arbeitsscreen, wie ich ihn benutze. Wer Fragen haben sollte, kann mich natürlich auch direkt per E-Mail an carsten.berger@tradercoach.de anschreiben oder am besten noch meinen YouTube-Kanal abonnieren unter Carsten Berger. Vielen Dank und ich freue mich, euch im Tradescanner bei meiner Strategie begrüßen zu dürfen und euch auf dem Weg des Tradings begleiten zu dürfen. Bis dann, ciao.